Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus Mk4. Normalerweise, ich hatte mal ein Video über den Mk1 gemacht, den ich immer noch habe, Baujahr 2004. Der eine oder andere hat dann mich gebeten, auch mal hierüber ein Video zu machen, wenn ich denn an dem Auto noch mal was mache. Aktuell, wie ihr schon in meinem letzten Video gesehen habt, verlinke ich euch hier oben, habe ich ja schon relativ viel im Auto gemacht, um halt über den TÜV zu kommen. Und ja, jetzt ist Folgendes aufgefallen, nämlich, dass beim Betätigen des Schalters, zeige ich euch hier, um den Kofferraum aufzumachen, der Kofferraum vielleicht von 10 Mal drücken einmal aufgegangen ist. Das gleiche war kurioserweise auch, wenn man den Schlüssel benutzt hat, dann ist auch nur der Kofferraum sporadisch aufgegangen, obwohl die Batterie voll war. Deshalb habe ich mich mal jetzt einmal auf die Suche begeben, was jetzt genau die Ursache ist. Ich sage jetzt mal von den Symptomen her: Schalter funktioniert nicht, Schlüssel funktioniert nicht. Bin ich natürlich von einem Kabelbruch ausgegangen, habe also hinten die übliche Stelle untersucht, um nachzuschauen, ob da vielleicht ein Kabel gebrochen ist. War kein Kabel gebrochen. Das Einzige, was war, ist, dass die Ummantelung des Kabels, dadurch, dass sie schon spröde geworden ist, durch die Bewegung natürlich, die da im Kofferraum entsteht, Risse bekommen hat. Aber die Kabel waren noch alle in Ordnung, also kein Kabelbruch. Nur die Ummantelung war kaputt, habe ich also nochmal komplett isoliert. Wenn ich es gerade schon aufhabe, habe ich das dann quasi gerade mitgemacht. Dann war der nächste Gedankengang, ich schaue mir mal den Stecker an. Nicht, dass da irgendwas undicht ist. Es hat die letzte Zeit viel geregnet und dass vielleicht ein Stecker korrodiert ist und ein Kontakt irgendwie nicht richtig war. Also die komplette Verkleidung abgemacht. Links dann den Stecker angeschaut. Da gibt es 2 Stecker. Wenn man sich die Kabel zum Kofferraum führen anschaut, sieht man, dass es halt der große Stecker ist. Habe dann herausgefunden, dass es hier dieses ist, was ich euch gleich einblende. Das ist also quasi dafür zuständig, die 12 Volt Spannung durchzuleiten, damit der Motor den Kofferraum halt aufmacht. Ja, Stecker angeschaut, alles sieht gut aus, Spannung gemessen, ab und zu kam Spannung an und ab und zu nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, man sollte ab und zu mal mit dem Offensichtlichsten anfangen, nämlich dem Schalter, der hier vorne nicht funktioniert hat. Nachdem ich den Schalter ausgebaut habe und quasi den Stecker, der da hinten dran ist, überbrückt habe, hat permanent der Kofferraum geöffnet. Jedes Mal, wenn ich den Kontakt geschlossen hatte, hat der Motor aufgemacht. Ja, also mal den Schalter durchgemessen und wie ihr sehen könnt, hat er keinen wirklichen Durchgang. Also da hat einen zu großen Widerstand. Ganz einfach. Und das Ganze kann man relativ simpel beheben. Entweder ihr benutzt Leiterplattenreiniger, WD-40 könnte vielleicht auch helfen. Oder ihr kratzt einfach die oberste Schicht so ein bisschen ab, sodass die Leiterbahnen wieder frei liegen. Und nachdem ihr das gemacht habt, ich habe es jetzt mal auf die Schnelle mit meinem kleinen Messer gemacht, den ich immer hier in meinem Schlüsselbund habe für diverse Zwecke. Verlinke ich euch übrigens unten in der Videobeschreibung. Ich finde einfach das Ding geil. Stört nicht, ist mit am Schlüsselbund und man hat immer wieder ein kleines Messerchen dabei. Muss halt nur gucken, dass es halt scharf ist. Ne? Genau, damit halt die Leiterplatten oder Leiterbahnen freigekratzt, danach den Schalter wieder dran gemacht und siehe da, er funktioniert wieder, der Kofferraum. Bei jedem Betätigen öffnet der Kofferraum wieder. Kurioserweise, das kann ich mir nicht ganz erklären, vielleicht weiß es ja einer von euch, schreibt es mir in die Kommentare, wieso auf einmal jetzt auch der Schlüssel funktioniert. Das eine hat mit dem anderen jetzt nichts wirklich zu tun. Ich kann mir nur vorstellen, dass vielleicht es 2 Ursachen gegeben hat, nämlich der Schalter und vielleicht doch irgendwas am Stecker war, den ich ja jetzt abgemacht habe, natürlich ein bisschen sauber gemacht habe, wieder zusammengesteckt habe, dass da vielleicht noch irgendwo was war, vielleicht nicht viel, aber in den Anfängen, und deshalb hat auch der Schlüssel nicht immer funktioniert. Das wäre für mich die einzige Erklärung, dass es im Prinzip 2 Fehler waren. Ansonsten hat der Schalter mit dem Funkschlüssel ja eigentlich nichts wirklich zu tun. Ja, okay, das war's zu dem aktuellen Reparatur zum Mk1.
Falls ihr auch kein Abonnent meines Kanals seid, abonniert ihn doch, es ist kostenlos für euch. Und vielleicht noch mal ein paar Eckdaten zum MK1, einfach, dass ihr da auch wisst, was für ein Auto es sich handelt. MK1, Baujahr 2004, 1,8 T DDI, also mit 66 kW und 90 PS. Facelift, April 2004 Baujahr. Und hat auf der Uhr über 290.000 Kilometer. Originalmotor, Originalkupplung, sonst halt Verschleißteile halt gewechselt und hier und da mal eine Kleinigkeit, die halt kaputt gegangen ist. Nichts Wildes, hätte ich gesagt. Ansonsten ist es das Ziel, mit dem Auto ja, die Lichtgeschwindigkeit zu knacken. Fehlen noch ungefähr 8.000, 9.000 Kilometer und dann ist mein Ziel hier erreicht bei dem Auto. Und dann toi 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 soll natürlich noch weiterlaufen. Ja, ansonsten, ich habe hier natürlich meine alte Dashcam noch drin. Zeige ich euch auch gerade mal. Hier. Ansonsten gibt es hier zu dem Auto nicht wirklich viel zu sagen. Man kann natürlich auch hier die Forscan-Software benutzen. Viele Möglichkeiten hat man hier nicht. Eine Handvoll Module ist da und prinzipiell, ich sage jetzt mal, das Sinnvollste, was man einschalten kann, ist, dass er ab 20 km/h die Türen zumacht und ich sage jetzt mal die Komfortwischfunktion vom Heckscheibenwischer, wenn man den Rückwärtsgang einlegt, dass auch dann hinten automatisch der Heckscheibenwischer angeht. Ansonsten gibt es jetzt nicht viel, was man an dem Auto noch irgendwie hier per Forscan freischalten kann oder wirklich sinnvoll modifizieren kann. Das war's mal zu dem MK1. Wieder mal ja ein etwas anderes Video als sonst. Mir bleibt nur noch zu sagen, habt einen schönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!